Kalimera. Es ist noch ganz früh am Morgen und jetzt geht's aufs Fischerboot. Kalimera? Yanis Kostas? Yanis? Aha. Let's go have a nice day. Yes. 1, 2, 3. Perfect. Willkommen auf den nördlichen Sporaden, dem Inselparadies im Ägäischen Meer. Erleben Sie mit uns griechische Lebensart und traumhafte Strände. Spannende Touren auf dem Wasser und bedeutende Kulturstätten. Solche Naturschönheiten gibt's nur hier. Und Hollywood-Momente. Na, erkennen Sie den Song? Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Freuen Sie sich auf die nördlichen Sporaden, auf Griechenlands grüne Inselwelt. Die nördlichen Sporaden sind eine Inselgruppe, 133 Kilometer Luftlinie von Athen entfernt. Wir besuchen die Hauptinseln Skiathos, Skopelos und Alonissos. Unsere Reise beginnt auf Skiathos. Dort gibt es wunderschöne Strände. Wir sind am einzigartigen Lalaria-Strand, fahren zum historisch bedeutsamen Kloster Evangelistria und wir erkunden das Landesinnere mit Pferden. Seit dem frühen Morgen sind wir mit den Brüdern Yannis und Kostas unterwegs. Kaum jemand kennt das Gewässer rund um die Sporadeninsel Skiathos so gut wie die beiden. Die Fischerei als reiner Lebensunterhalt lohnt sich kaum noch. Das brachte sie auf die Idee, spezielle Touren für Touristen anzubieten. Noch ein Fisch, Tamina. Wo? Kommt. Oh, coming. Ich hoffe, du magst Fisch. Ja. Unser Großvater, unser Vater und wir leben eine 150 Jahre alte Tradition. Das Fischen liegt in unserer DNA. Wer mit Yannis und Kostas rausfährt, kann selbst entscheiden, ob er mithilft oder einfach die Tour genießt. Gute Arbeit, Tamina. Du kannst bleiben. Ich habe einen neuen Job. Der Hauptfang heute ist Thunfisch. Nach und nach fahren wir die Netze ab, die Kostas und sein Bruder Yannis am Tag vorher ausgelegt haben. Wir verkaufen den Fisch an Einheimische auf Skiathos. Wir kochen für unsere Gäste an Bord, was wir gefischt haben. Wenn es mehr ist, habe ich Kunden auf der Insel. Das hier ist mein Büro. This is my office. Ihr Schiff, die Nikolakis, ist das letzte Fischerboot, das auf Skiathos gebaut wurde. Das Auseinanderfriemeln der Netze macht richtig viel Arbeit. Doch irgendwann ist auch das geschafft. Like the restaurant. Perfect. Thank you, Im Hochsommer legen hier viele Touristenboote an. Jetzt, in der Nebensaison, haben wir den Strand für uns. Take this stick and walk. Die Idee mit unseren kleinen Bootsausflügen ist nicht touristisch. Wir wollen Gästen das ursprüngliche Griechenland zeigen.
Die ersten Ausflüge aufs Meer waren früher mit Fischerbooten. Da gab es keine großen Schiffe mit Unterhaltungsprogramm. Wir möchten griechische Gastfreundschaft zeigen und die Art, wie wir leben. Denn bei uns arbeiten die Menschen für ihren Lebensunterhalt und leben nicht, um zu arbeiten. Das ist sehr wichtig. Und das wollt ihr den Menschen, die mit euch auf Tour gehen, mitgeben. Schau mal, Tamina. Gib mir mal deine Hand. Das ist Mikroplastik. Nur ein paar kleine Teile hier am Strand. Aber wie viele sind es in den Meeren auf der ganzen Welt? Das ist sehr traurig. Die Bewohner von Skiathos säubern die Strände auf den Inseln regelmäßig. Das sieht super aus. Okay, wow. Das Ist ja quasi eine Outdoor-Küche. Ganz natürlich. Ich mach so wie du, okay? Greek-Style. Okay, Greek-Style. Das Leben ist einfach. Die Menschen machen es kompliziert. Das kann man hier lernen. Wir sind nur auf Durchreise. Uns gehört hier nichts. Jetzt legen wir den Fisch auf die Tomaten. Die anderen auch. Okay. Das ist griechische Küche. Sehr gesund. Jetzt zeige ich dir noch den griechischen Tanz. Tada! Und dann tada! Tada! Und dann? Dann. Tada! Tada! Das geht eigentlich nur mit Uso. Ich hab Uso. Ja. Oh, very good. Finde das Glück in den kleinen Dingen. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Don't have to be everything perfect. No, we say das Glück der kleinen Dinge. So it's Exactly, Glück der kleinen Dinge. Ja. It's like a grill in the pan. So you put sea salt. Achtung, das ist jetzt schwer. Das ist richtig schwer. Sicher einige Kilos. Oh, das sieht toll aus. There's another kind of cooking. Guck, also. Was heißt nochmal perfekt auf Griechisch? Τέλειο. Telio. Telio. Oh, guck mal, wie schön die Farben sind. To say yamas, Tamina. Yam- With a little oh. wine. Yamas. Oh, Wein. Beautiful. Awesome. Yamas. Yamas, all the best. Nice to meet you. All the best. Perfect day. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Zurück im Hafen von Skiathos. Hier legen die Fähren vom Festland und den Nachbarinseln an. Skiathos besitzt auch einen internationalen Flughafen. Der ist sehr berühmt, denn die Landebahn ist extrem kurz. Die Piloten müssen sehr tief über die Bucht fliegen, um möglichst früh aufzusetzen.
Deshalb ist Skiathos ein Pilgerort für Planespotter. Die Flugzeugfotografen kommen aus aller Welt hierher, um Aufnahmen zu machen. Mit knapp 50 Quadratkilometern ist Skiathos die kleinste der Sporadeninseln. Es wird erzählt, die Vorsilbe Skia, auf Deutsch Schatten, stammt von den vielen Wäldern, die die Insel bedecken und manchmal sogar bis ans Meer ragen. Seit der Antike tragen Insel und Stadt denselben Namen. Den schönsten Ausblick soll man von der Kirche Agios Nikolaos haben. Sie ist dem heiligen Nikolaus, dem Beschützer der Seeleute, gewidmet. Da will ich jetzt hoch. Mensch, du hast dir ja einen super Treffpunkt ausgesucht. Das sind tolle Gässchen, aber man muss sich den Glockenturm schon erarbeiten hier. Das muss man, ja, aber es lohnt sich. Guck dich mal um. Mensch, jetzt sind wir hier direkt mit Blick über die ganze Altstadt und Insel. alter Hafen, Inseln, neuer Hafen. Ja, das ist Skiathos. Und wir erkunden jetzt von hier aus mal so ein bisschen das Sehr gerne. Städtchen. Man kann sich ja verlaufen in den Gässchen, ne? Deshalb, ich zeige dir gerne meinen Skiathos. Marc Baunach ist auf Skiathos groß geworden. Seine Eltern zogen in den 1960er Jahren von Deutschland hierher. Das ist perfekt, wenn man als Kind hier aufwächst und Verstecken spielt, kann man sich hier gut in den Gassen verstecken. Das glaube ich. Die Eltern waren damals die ersten Deutschen auf der Insel. Griechenland ist natürlich auch kulinarisch immer eine Bereicherung und eine Reise wert. Ja. Und man kennt ja auch den sogenannten Gyros, Pita. Gyros, sagst du? Gyros, der sich dreht. Und den besten Gyros auf der Insel gibt es natürlich bei No Name. Aha. Yassas. Bravo. Yassas, Tamina. Yassas. Nice to meet you. Nice. Ja. Weißt du, Ist doch schön, wenn man hier alle kennt. Du bist ja hier wirklich wie Ja, mit allen irgendwie verbandelt. wenn man hier aufgewachsen ist, dann kennt man sich da natürlich schon ein bisschen. Ja. Und mit dem Moped fährt man hier auch durch die Gässchen. Okay. Du kennst jetzt auch den Unterschied Deutschland-Griechenland so, ne? Ja, Von der das- Mentalität. Das stimmt. Würdest du sagen, das ist so ein... Ja, ich formuliere das immer gerne. Ich habe ein griechisches Herz und ein deutsches Gehirn. Best aus beidem. Natürlich sind die Deutschen auch herzlich, aber die sind etwas distanzierter. Aber das legt sich ja auch mit der Zeit. Ein kleiner Zwischenstopp muss sein. Die Läden hier sind einfach zu nett. Ganz nach meinem Geschmack. Und? Hast du was gefunden? Ich komme noch mal in Ruhe. Aber ich wollte dich nicht zu lange alleine lassen. Das ist lieb. Hast du was gefunden? Ich habe dir in der Zwischenzeit schon mal was besorgt, eine Kleinigkeit. So was typisches Griechisches hier. Wie heißt es denn? Schokoladaki. Schokoladecke. Eiskalt und innen so eine Creme. Dann isst man das so nach dem Espresso oder nach... Genau, so nachmittags. Zwischen Mahlzeiten. Papa Diamanti heißt die Haupteinkaufsstraße nach dem berühmten Schriftsteller, der hier geboren wurde. Er gilt als Vater der modernen griechischen Literatur. Dieses historische Stadthaus ist von 1910. Das war ein Haus einer recht wohlhabenden Familie. Man sieht auch, dass es Ja. recht groß ist. Und innen drin haben sie noch alles belassen, wie sie vor 100 Jahren noch gelebt haben. Das kleine Museum zeigt das Leben von 5 Generationen, die hier zu Hause waren. Erinnert wird auch an ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte. Während der deutschen Besatzungszeit wurden einige Häuser zerstört. Dieses aber nicht.
1944, als der Krieg fast zu Ende war, die Deutschen leider hier als Rache 70 Häuser hier in der Stadt verbrannt haben. Ach, am Ende des Krieges? Am Ende des Krieges, als Retaliation gegen den Tod eines deutschen Offiziers. Und man sollte auch dieses Haus hier niederbrennen, aber man hat über dem Kamin ein Foto des deutschen Prinzen und späteren griechischen Königs gesehen und hat dann vermutet, dass die Familie hier Deutschland freundlich ist und deshalb hat man das Haus verschont. Am alten Hafen lädt mich Marc zum Essen ein, in eine der ältesten Tavernen von Skiathos. Hier direkt? Einmal hinsetzen magst. Ja, danke. Das ist jetzt herrlich. Das ist Lebensqualität hier. Also warte mal, hier geht dann langsam die Sonne unter, ne? Ja. Vertraust du mir beim Essen? Ja. Γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σας. Και εμείς πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλαμε κάτι παραδοσιακό, τσίπουρα, λίγα μεζεδάκια. Ωραία. Σας αρέσει να φέρω τσίπουρο ή ούζο? Όχι, κάνε ούζο, μήπως είναι πιο ωραίο. Επειδή... Ωραία, θα φέρω ένα μπουκάλι ούζο και το και φέρε 4-5 μεζεδάκια, λίγο νεράκι, πάγο. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. So. Du hast jetzt gar nichts zu essen bestellt, sondern nur was zu trinken. Das werden wir gleich mal testen. Okay. Was Yamas. sagt man? Yamas, genau. Yamas. Yamas. Auf uns. Ja, und auf die Insel. Auf Griechenland. Sowieso. Doch nett. Τάραμο σαλάτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, danke. Sehr gut. Παρακαλώ, bitte. Bitte. Und guten Appetit. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Das ist Fava aus Kichererbsen praktisch. Ja. Ja? Einfach rüber. Sehr Oh, gut. ich liebe das. In Griechenland isst man mit den Händen auch, man isst zusammen. Ne? Hier ist Essen einfach Teil der Kultur. Oh, ganz zarter Fischgeschmack, ne? Was war's? Yamas. Yamas. Das ist das gute Leben, aber das Leben ist ja manchmal auch schwierig hier in Griechenland. Und die Menschen schaffen es aber immer wieder ganz gut, mit all dem umzugehen. Oder wie erlebst Ja, du das? das sind Kämpfer und die halten zusammen, besonders die Familien. Das ist tatsächlich erstaunlich. Also die Griechen packen am Ende des Tages wirklich alles an und schaffen es. Ja. Diese Lebensart hat auch Marcs Vater beeindruckt, als er nach Skiathos kam. Die Userie Kaboureyas war der erste Ort, an dem mein Vater 1961, als er das erste Mal nach Skiathos gekommen ist. Schau mal, hier mit dem Segelboot. Er ist hier oder mit dem wie? Segelboot angekommen und hat sich hier hingesetzt und ist, glaube ich, erst 4 Wochen später aufgestanden. Mamma mia. Ai, ai, ai. Oh, Shrimps from the sea. von hier. Yes. Okay. That is small plates for the ouzo. Ich habe kein Essen Small bestellt. plates für den Uso, begleitend. Ich habe nur Uso bestellt. An der Hafenpromenade wird auch gerne mal gefeiert. An diesem Abend ist es eine Hochzeitsgesellschaft. Heute wird's abenteuerlich. Wir machen eine Tour auf Subboards. Startpunkt: ein Strand nähe Flughafen. Stand-up-Paddling ist auch für Anfänger geeignet. Ich bin unterwegs mit Sportcoach Nikos, seinem Hund Bruno und ein paar Freunden.
Bruno ist eigentlich wasserscheu, aber er liebt es, auf dem Subboard zu stehen. Kann er auch rüberspringen? Es könnte klappen. Oh, er kommt zu mir. Oh, look at this. Doch es scheint, dass Bruno etwas noch mehr liebt als das Subboardfahren. Sein Herrchen Nikos. Schnell zurück. Nikos bietet verschiedene Erlebnistouren an. Heute will er uns zu ein paar ungewöhnlichen Höhlen führen, die man nur vom Wasser aus ansteuern kann. Nach 30 Minuten ungefähr erreichen wir die erste. Weiter geht's. Eigentlich ist die See heute ruhig, gut zum Paddeln. Doch dann, ausgerechnet der hiesige Feuerwehrmann fällt ins Wasser. Oh, Bruno. Und Bruno ist als erster Retter zur Stelle. Nach etwa einer Stunde erreichen wir die nächste Höhle. Ist das schön. Wieder durch so einen Torbogen geht's hier. Übrigens gibt man hier den Orten oft einen sehr bildhaften Namen. Das hier ist zum Beispiel der Seeschornstein. Hier wurden, so erzählt man sich, früher Ziegelsteine gebrannt. Und der Rauch zog nach oben ab. Das ist echt fantastisch. Hier kommt man nur vom Wasser aus hin. Thank you very much. Vielen Dank, es war großartig. Was für ein wunderschöner Ort. Hat sie gefallen? Ja, Bruno auch, oder? Ja, aber jetzt braucht er was Gutes zu essen. Ja, genau. Bruno hat jetzt Hunger. Nach einer Erzählung der griechischen Mythologie sollen die nördlichen Sporaden entstanden sein, als zwei Riesen ihre Kräfte messen wollten. Und dazu große Steine in die Ägäis warfen. Über Jahrhunderte wurden die nördlichen Sporaden heftig umkämpft. Venezianer, Byzantiner und Osmanen wollten die Vorherrschaft über die Inseln. Auf diesen Felsen zogen sich die Bewohner von Skiathos vor Feinden zurück. Erreichbar nur über eine Zugbrücke. Castro heißt der Zufluchtsort. Durch das alte Tor mit Marmorschwelle gelangt man zu den Ruinen. Bis zu 1500 Menschen haben hier gelebt. Die mittelalterliche Siedlung war von 3 Seiten vom Meer umgeben. Hier oben lebten die Bewohner geschützt, aber auch häufig in extremer Armut. Für Bürgermeister Theodoris Tsoumas ist Castro ein wertvolles Vermächtnis der bewegten Inselgeschichte. Mittendrin die Christi-Geburt-Kirche.
Kirche wurde Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut, mit einer prunkvollen Altarwand. Und an den Seitenwänden Fresken aus dem Jahr 1621. Am höchsten Punkt des Castrofelsens stand mal ein Wehrturm. Von dort hatte man einen guten Rundumblick, konnte schnell auf feindliche Schiffe von Piraten und Plünderern reagieren. Trotzdem wurde Castro von Venezianern und von Türken erobert, die Einwohner immer wieder unterdrückt, versklavt, getötet. Es fühlt sich jedes Mal an, als wäre ich zum ersten Mal hier. Ich bin auf Skiathos geboren, wie die meisten auf der Insel. Alle Einheimischen lieben Skiathos, weil wir eine Geschichte haben, die von Großvater zu Großvater weitergereicht wird. Ein lebendiger Ort, weil die Erinnerungen hier sind. Daran, wie schwierig es für diese Menschen war, an diesem Ort zu überleben. Ich fühle mich verantwortlich, das zu schützen und zu bewahren und an die nächste Generation weiterzugeben. Es war einer der dunklen Tage in der jüngsten Vergangenheit. Ein Sturmtief traf die Zentralregion Griechenlands mit sintflutartigen Regenfällen. Betroffen waren unter anderem Volos auf dem Festland und die nördlichen Sporaden. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie die Fluten Straßen überschwemmen. Auf den Sporaden war die Insel Skiathos besonders betroffen. Zum Glück wurde hier niemand verletzt und die größten Schäden konnten bald beseitigt werden. Wir sind auf dem Weg zu einem Reiterhof. Im Inneren der Insel haben die Wassermassen an einigen Stellen Spuren hinterlassen. Das Skiathos Horse Riding Center traf es damals in der Gewitternacht heftig. Die Futterration für den ganzen Winter wurde weggeschwemmt. Doch Freunde und Touristen sammelten Geld, sodass die Pferde von Hofbesitzer Michalis Panorthimos nun wieder gut versorgt sind. On the top. Okay. Okay. Super. Ja, perfekt. And you? I'm the captain. Okay. Let's go. So, dann stelle ich dir mal die Pferde vor. Dolly wird dein Pferd sein. Hello, Dolly. Dolly is a surprise. Dolly ist eine Überraschung für uns. Der letzte Besitzer hat das Pferd misshandelt. Wir versuchten ihr zu erklären, dass jetzt alles in Ordnung ist und sie sich keine Sorgen mehr machen muss und das Leben genießen kann. Und ich glaube, das tut sie jetzt auch. Ein tolles Pferd, besonders für Kinder. Also wenn sie gut für Kinder ist, ist sie auch gut für mich. Natürlich, für jeden. Wir machen es uns schön, ne? Ja, und die blöden Fliegen, die gehen jetzt auch noch weg. Oh, Dolly freut sich. That's it. That's it. Good. Like a queen. Und jetzt wie eine Königin. Aufrecht, atmen. Like a queen. Wirf die schlechten Energien weg und die schlechten Gedanken. Das ist alles. Oh, yes. Ich denke, Pferde helfen dir, jemand anderes zu sein. Eine bessere Version deiner selbst. Fang an zu vertrauen, das befreit. Yes. Loslassen, Vertrauen. Yes. Man lernt hier richtig was. Let's go, Dolly. Los geht's, Dolly. Ich vertraue dir. Los geht's. Fast 2/3 von Skiathos sind von Grün bedeckt.
Ein 200 Kilometer langes Wegenetz zieht sich über die Sporadeninsel. Toll zum Wandern und Reiten. Die Luft riecht nach Pinien und nach Kräutern. Es ist wirklich so friedlich hier. Man hört so ein bisschen Vögel manchmal, die Pferde natürlich, ab und zu mal ein Zicklein oder ein Hund. Ja, Dolly, du machst das ganz toll. Richtig gut machst du das. Wow. Es ist total grün. Ja, das stimmt. Und es ist das ganze Jahr hindurch so grün. Das ist das Besondere hier. Wir sind unterwegs auf dem Trail Nummer 9. Der Pfad wird jetzt immer etwas schmaler. Das ist ein Wander- und Reitweg, der von Süd nach Nord durchs Hinterland führt. Michalis und sein Team müssen regelmäßig die Pfade freischneiden, damit solche Touren möglich sind. No, Pamela, let's go. In dieser Gegend gibt es viele dieser Bäume. Wir nennen sie Kumaria. Es ist eine Pflanze, die Bienen sehr mögen. Wir machen daraus einen besonderen Honig. Kann man die auch so essen? Ja, klar. Du kannst eine von den roten probieren. Das ist okay. Iss ruhig mal ein kleines Stückchen. Wenn man draußen ist und etwas zu essen braucht, bringt das neue Energie. Ganz mild, kaum Eigengeschmack, so ein bisschen körnig und hat eine tolle Farbe. Die Leute hier machen daraus den Cipuro. Kenn ich, wie Uso, aber etwas stärker. Uso ist mehr für Touristen. Cipuro ist für Einheimische. There we go. Ja. Gut machst du das. Ganz gut. Und so ein bisschen wie im Dschungel kommt man sich hier vor. Das ist wirklich toll, die Insel mal im Innern kennenzulernen. Gell, Dolly, wir sind ein gutes Team. Und irgendwann geht's dann wieder zurück zum Pferdehof. Evangelistria ist eines der wichtigsten religiösen Zentren der Sporaden und das einzige noch aktive Kloster der Insel. Ein kleines Mädchen soll heute getauft werden. Die Taufe ist ein sehr bedeutender Tag für griechisch-orthodoxe Christen. An diesem Sonntag ist die Klosterkirche rappelvoll. Kinder bekommen nicht bei der Geburt, sondern erst bei der Taufe ihren Namen. Den ersten Teil ihres großen Tages hat die Kleine bereits verschlafen. Das Taufwasser wird vom Priester gesegnet und von den Paten mitgebrachtes Olivenöl dazugemischt. Dann beginnt der wichtigste Teil der Zeremonie. Εχείρεσου επίσαμε και πλασάμε, συνέτησόμε και μαθήσομε το συσπάν έργων αγαθών, του πατήν επάνω όφιων και σκορπίων, και απαρνησάω στο εαυτόν και αράωτο το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη, είπεν ο Κύριος. Zum Glück ist das Wasser im Taufbecken etwas angewärmt. Und so hält sich der Protest des Mädchens noch einigermaßen in Grenzen. Seit heute hat die Kleine einen Namen: Maria Evangelia.
Kloster Evangelistria wurde von einer kleinen Gruppe von Mönchen gebaut und steht auch für Touristen offen. Beeindruckend. Heute leben hier nur noch ein paar Mönche. Viele Besucher kommen hierher, um die besondere Atmosphäre dieses Ortes zu erleben. Basilikum. Ah, hello. How are you? Tamina. Father Joseph. Father Joseph. Yusuf. Nice. Yusuf. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. You're the father of the Sie sind der Leiter des Klosters. And you live here. Und Sie leben auch hier? Ja, immer. In this house? In diesem Haus. It's beautiful. Das ist wunderschön. Pater Josef ist auf Skiathos geboren und liebt diesen Ort sehr. Skiathos bedeutet, glaube ich, mein Leben, mein ganzes Leben. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich denke, wo auch immer ich später hingehe. Gott ist groß. Wir wissen nicht, wo wir mal hingehen, wo uns das Leben mal hintreibt, wo uns Gott mal hinführt. Ich denke, Skiathos jedenfalls wird immer, wenn ich aufwache und wenn ich mich abends hinlege, immer in meinen Gedanken sein. In einem Gebäudetrakt der Klosteranlage befindet sich das Museum. Evangelistria hat für die griechische Geschichte eine große Bedeutung. Es ist der Geburtsort der griechischen Flagge. Im Unabhängigkeitskampf gegen die Türken kamen Revolutionskämpfer hierher, um sich zu verstecken. Gemeinsam mit dem damaligen Abt entwarfen und webten sie die erste griechische Nationalflagge. Weißes Kreuz auf blauem Grund. Hier im Kloster wurde sie damals geweiht und an diesem Ort zum ersten Mal gehisst. Kalimera. Hier griechischer Joghurt mit köstlichen Früchten, Kaffee und frisch gepresster Orangensaft. Da hinten haben es die Kätzchen schön, die Morgensonne kommt. So kann der Tag doch beginnen. Skiathos gilt als die Badeinsel der Sporaden mit mehr als 60 Stränden. Zu einem ganz besonderen geht unser Ausflug heute. Hey, Kalimera. Kann ich direkt aufspringen? Ja, sehr gerne. Komm einfach einmal an Bord. Zack, ja. Ja. Schuhe aus? Gerne. So ein schickes Teil. Guck mal, dieses Denkmal da mit der griechischen Flagge. Ja, das ist den Seeleuten hier gewidmet, weil früher ja, die Haupteinnahmequelle der Insulaner einfach die Seefahrt war. Und da waren auch viele Männer über Monate unterwegs. So einfaches Leben, schwieriges Leben auch. Seit den 60er Jahren mit dem Tourismus hat sich das Leben hier für alle deutlich verbessert und verändert. Ja. Und wo wollen wir jetzt hin? Ja, das ist heute natürlich die große Frage, aber eigentlich ist schon klar. Eigentlich ist das schon klar. Skiathos wird immer verbunden mit Lalaria. Lalaria ist wie so eine Verheißung klingt das, ne? Definitiv. Ist einmalig in Europa. Und da erzähle ich dir noch ein Geheimnis dazu später, wenn wir vor Ort sind. Okay, und da kommt man eben nur mit dem Boot hin, Da oder? kommt man nur mit dem Boot hin. Bist du bereit? Ja. Halt dich gut fest. Ja. Auf geht's ins Abenteuer. Oh. Ja. Praktisch an die Spitze, Landspitze. Marc will mir einen mystischen Ort zeigen. Er heißt Höhle der Mörderin. Mittlerweile ist etwas versandet.
Das kann man sich vorstellen, bei wildem Wetter. Kommt man hier auf diese Höhle zugefahren? Laut einer Erzählung des griechischen Schriftstellers Papadiamantis soll sich hier vor über 100 Jahren eine Mörderin versteckt haben. Die Hebamme hatte mehrere Kinder umgebracht, um sie vor Armut und Hunger zu bewahren. Eine tragische Geschichte, die damit endete, dass die entkräftete alte Frau im Meer versank. Es lohnt sich einfach, ein Boot auch für einen Tag zu mieten und einen Ausflug zu machen. Skiathos vom Wasser zu erleben, ist noch mal was ganz anderes. Und dann ist es soweit. Wir erreichen den Traumstrand im Nordosten der Insel. Besonders markant ein Felsbogen mitten im Meer. Trypia Petra, der hohle Felsen. Ich muss dir noch ein Geheimnis verraten. Die Legende besagt, dass wenn man durchschwimmt, einem die ewige Jugend und Schönheit beschert wird. Oh. Also, das ist die Gelegenheit für dich. Nicht, dass du es brauchst, aber bitte. Auch der Lalaria-Strand ist nur auf dem Wasserweg erreichbar. In der Hauptsaison fahren viele Ausflugsschiffe hierhin. Kies, ne? Ja. Fühlt sich schön an, ne? Ja. Also sind weich. Und Genau. kitzelt so ein bisschen an den Füßen. Die darf man aber jetzt lieber das nicht mitnehmen. Nein, die sind tatsächlich geschützt und die darf man nicht mitnehmen. Das ist sogar strafbar, weil in der Vergangenheit wurden viel zu viele mitgenommen und so viele große sind leider nicht mehr übrig. Ja, ich weiß, warum du Schuhe angezogen hast. Und hier kommen die Wellen dann im Winter. Ja, sehr idyllisch. Ja. Also wenn das hier kein guter Ort ist, um schwimmen zu gehen, zum Felsentor. Mal schauen, ob es klappt mit der ewigen Jugend und Schönheit. In der Hauptsaison sieht es übrigens schon mal ganz anders aus am Lalaria-Strand. Heute haben wir den Ort fast ganz für uns gehabt. Nebensaison eben. Angenehm wird das Meer übrigens schon ab Juni und man kann bis November baden. Jetzt geht's mit der Fähre auf die nächste Sporadeninsel. Skopelos war die Filmkulisse für ein berühmtes Hollywood-Musical. Ist beliebt bei Freunden griechischer Musik und ein traditionsreiches Anbaugebiet von Pflaumen und Wein. So, wir sagen Tschüss, Skiathos und Hallo, Skopelos. Aber jetzt erstmal rauf auf die Fähre. Jeden Tag pendeln mehrere Fähren von Skiathos zum griechischen Festland und zu den benachbarten Sporadeninseln. So, Kalimera. Skopelos. Very beautiful. Okay.
Okay, very beautiful. Süß. Er sagt, Skopelos ist sehr schön. Na dann. Ευχαριστώ. Nach etwas mehr als einer Stunde haben wir den Hafen der nächsten Sporadeninsel Skopelos erreicht. So heißt auch der Hauptort. Die Altstadt wurde zum nationalen griechischen Kulturgut erklärt und steht komplett unter Denkmalschutz. Auch Skopelos ist das ganze Jahr über grün. 80% der Fläche sind natürlich bewachsen. Ein besonders gutes Klima begünstigt auch den Anbau von Pflaumen. Seit 200 Jahren werden sie auf der Insel gehegt und gepflegt. Diese Bäume wurden hier in Skopelos geboren. Es gibt sie an keinem anderen Ort. Ich war immer schon in die Natur verliebt, in diesen besonderen Boden. Das ist etwas, das ich von meinen Eltern und Großeltern mitbekommen habe. Thanassis ist der größte Pflaumenbauer der Insel. Er erntet an die 15.000 Kilo im Jahr. Nach dem Pflücken werden die Früchte getrocknet, im speziellen Ofen bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und dann von Hand geknetet und sortiert. Das machen Thanassis Mutter und ihre Freundinnen. Trockenpflaumen brauchen viel Pflege. Die Pflaume ist eine wunderbare Frucht. Sie hat sehr viel Eisen, ist gut für den Körper. Es ist mein Lieblingsobst. Ich liebe es sehr. Ich habe schon als kleines Kind bei der Pflaumenernte und der Verarbeitung geholfen. Und seitdem arbeite ich all diese Jahre im Sommer mit den Pflaumen, besonders im August. Die Pflaumenfabrik liegt übrigens ganz in der Nähe eines sehr berühmten Drehortes. Die nördlichen Sporaden, allen voran Skopelos, waren 2007 die Kulisse für den Musicalfilm Mamma Mia mit bekannten ABBA-Songs. Dieser Felsen mit Kapelle war damals der wohl ungewöhnlichste Drehort. Besonders im Sommer ein Pilgerort für Fans, erzählt mir Hochzeitsplanerin Ildiko. Sie lebt auf Skopelos und hatte eine Statistenrolle im Film. Oh, Ildiko. Das ist es also. Es wurde kaum etwas verändert. Sie haben für die Dreharbeiten am Abend nur ein paar Lichter angebracht. Und du warst beim Filmdreh dabei? Ja, das stimmt. Es gab ein Casting. Viele Leute von Skopelos sind dorthin gegangen und hofften, ausgewählt zu werden. Und was war deine Rolle? Ich war eine Freundin der Braut Amanda, Sophie, im Film. Wir mussten zur Kirche hochklettern, als sie mit dem Esel hier ankam und wir ihren großen Tag feierten.
Und Meryl Streep und Pierce Brosnan mit dem Song The Winner Takes It All. Wo sind sie das? Ja, das war da drüben. Sie lief zur Kapelle rauf, wie es im Film zu sehen ist. Genauso schnell und fit. She was fit, she was running. Und sie ist alle Stufen hochgelaufen. Nachdem sie gesungen hatte, kam sie bei uns vorbei. Sie war so nett zu uns. Sie fragte, wie geht's euch Mädchen? Ist es nicht ermüdend, von morgens an hier zu sein? Und wir sagen, oh ja. Danach sahen wir, wie sie hochlief. Und wir haben uns etwas geschämt, dass wir nicht so fit waren, als wir da hochlaufen mussten. Sie war richtig gut. Eine fitte Lady. Ja, und sehr, sehr nett. Dann lass uns mal hochgehen. Sind wir fit genug? Ja, ich habe das schon viele Male gemacht. Vielleicht machen wir es diesmal nur einmal. Mit Stöckelschuhen wäre das hier schlecht. Es ist so ein bisschen wie in den Bergen. Schritt für Schritt. Finde dein eigenes Tempo. An die 200 Stufen geht es nach oben. Diesen schweißtreibenden Weg sind vor uns schon viele gegangen. Stars wie Meryl Streep und Pierce Brosnan, unzählige Filmfans und Heiratswillige. Mamma mia! And here we come. And here we come. It's not only for the wedding. Die Kapelle Agios Ioannis wurde im 18. Jahrhundert von Fischern gebaut, die hier eine Ikone Johannes des Täufers fanden. Seit den Hochzeitsszenen aus dem Mamma Mia-Film ist dieser Ort weltberühmt. Viele Paare, die sich entschieden haben zu heiraten, wollen es genau hier am Mamma Mia-Spot. Und du organisierst es und bringst alles hier rauf. Ich versuch's. Die Leute sind wahrscheinlich erschöpft, wenn sie hier ankommen. Ja, sie sind sehr aufgeregt wegen des Ortes, wegen ihrer Hochzeit und sie sind sehr glücklich, bis wir dann fragen, wo der Ring ist. Und es stellt sich raus, sie haben ihn unten vergessen. Schon mal passiert? Ja, das ist schon sehr oft passiert. Ja, und ohne Ring keine Hochzeit. Einer muss noch mal runter. Ja, da brauchen wir einen Helden. Yes, of course. Okay. Die Trauungen finden nur draußen statt. Und in der Kapelle ist es viel kleiner, als man es aus dem Hollywood-Film kennt. Die Hochzeitsszene von Pierce Brosnan und Meryl Streep wurde in den Londoner Studios gedreht. Ich denke, ABBA-Songs handeln viel vom Glücklichsein, aber auch von Kummer und von Traurigkeit. All das ist sehr persönlich. Jeder findet etwas in den Liedern. Man vergisst alles, die schlechten Dinge. Man genießt einfach den Augenblick. Und diese Kirche ist ein Ort, zu dem so viele Menschen kommen, um ihre Träume zu verwirklichen oder einfach um Frieden zu finden. Wenn du erst mal hierher kommst, siehst du auch die andere Seite des Ortes. Auch ohne den Film sind diese Landschaftskulissen ein Traum. Im Ort übt gerade die Jugend fürs nächste Nationalfest.
Und ich bin noch mal mit dem Pflaumenbauer Thanassis in seiner Taverne verabredet. Oh, ja, ja. Hallo, Tamina. Thanassis. Hi. Jetzt kannst du mal unsere Spezialität probieren. Das ist Skopelos Ziegenfleisch mit getrockneten Pflaumen von unserem Hof. Yes. Das ist ein toller Topf und es riecht so gut. Smells very good. Das Essen, das uns hier aufgetischt wird, reicht für eine Großfamilie und ist regional. Fleisch von den Inselziegen, Trockenpflaumen und Wein. Ihr habt fast alles, was ihr braucht auf dieser Insel. Das stimmt. Griechenland ist wunderschön. Aber Skopelos ist wie bei einer königlichen Krone. Skopelos ist der Diamant auf der Krone. You understand? It's Yes, yes. wonderful. Yeah. You love Du liebst es wirklich sehr. Du musst wissen, ich habe mein Studium nicht beendet, weil ich Angst hatte, nicht mehr zurückzukommen. Really? Also habe ich es abgebrochen. Und jetzt das Restaurant hier in Skopelos. Und ich bin Farmer. Ich habe ein wunderbares Leben hier. Yes, I can tell. Das glaube ich Really. sofort. Enjoy. Was heißt genießen auf Griechisch? Natocharis. Natocharis. Bravo. Special taste. It's really Das hat einen good wirklich tollen Geschmack. What do you really, say? really Prost good. in your country? Prost. Prost. Yamas in your Yamas, country. yamas. 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 Can I have another Kann ich noch Pflaumen haben? Ich liebe die Pflaumen. I like the plums, yeah. Okay, I will plant Okay, dann werde ich noch ein paar Bäume für dich pflanzen. Okay. Next time. Das kontrolliere ich dann beim nächsten Mal. Dann habe ich 3000. Lecker, what you say? Lecker. We say lecker, ja. I told you Skopelos lecker. Sie gehören zur Müllabfuhr der Stadt. Vangelis Belzenitis und seine Maultiere. Die Gassen in der Altstadt von Skopelos sind sehr eng und haben viele Treppen. Ein Müllfahrzeug würde hier gar nicht durchkommen. Jeden Abend stellen die Leute ihren Abfall vor die Tür. Jeden Morgen holt ihn Vangelis mit einem seiner Maultiere ab. An diesem Morgen ist er mit Babi unterwegs. Seit kurz nach 6 sind die beiden auf den Beinen. Vangelis musste in seinem Leben bereits früh hart arbeiten. Als Kind mit 10 Jahren auf dem Bau. Das erste Maultier bekam er mit 15. Er ist mit diesen Tieren groß geworden und liebt sie über alles. Die meisten Häuser hier wurden früher mit der Hilfe dieser Tiere erbaut, nicht mit Maschinen. Die meisten Einwohnerinnen von Skopelos kennen Vangelis und seine Maultiere schon lange. Und manch einer legt eine Tüte mit Brot raus. Auch heute wieder. Das bekommt Babi später als Belohnung. Jeden Tag, wenn er hier vorbeikommt, meist hat er kaum Zeit, frage ich ihn, ob er einen Kaffee trinken will. Heute hat er ja gesagt. Wo bist du denn? Komm, wir trinken den Kaffee hier. Viel Zeit hat Vangelis nie. Doch ein Kaffee und ein kurzes Pläuschchen sind schon mal drin.
Um 12 Uhr haben Vangelis und Maultier Babi alle Straßen nach Müll abgegrast. Die letzte Fuhre landet auf dem Sammelplatz. Ab hier übernehmen die großen Fahrzeuge. Feierabend. Ein gutes Fortbewegungsmittel in den schmalen Gassen in Skopelos Stadt ist so ein Roller. Und die gibt's fast überall auf der Insel zu leihen. Hier geht's an. Und natürlich die Hupe. Mit Helm ist besser. Und sicherer. Safety first. Enjoy it. So, okay, I enjoy. Oh Gott. Jetzt hier wieder ein neues Adventure. Oh, 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 oh. Die ist so hoch und es geht. Einmal am Hafen entlang und dann ein paar Läden anschauen. Das ist mein Plan. Gut die Hälfte der 5000 Inselbewohner lebt in der Stadt. Man hat mir erzählt, dies soll ein besonderer Laden sein. Keramik der Familie Rodios. Sie beherrschen die Kunst der modernen Töpferei, aber auch der antiken griechischen. Gegenüber vom Geschäft ist die Töpferwerkstatt von Nikos Rodios. Er führt die Tradition seines Großvaters fort, der schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in dieser Werkstatt gearbeitet hat. Auch Tochter Magda macht Keramikkunst. Das ist jetzt mittlerweile die 4. Generation. Schön, dass es immer weitergeht. Und sind das typische Formen von Skopelos? Genau. Angetrieben wird die Töpferscheibe ununterbrochen mit den Füßen. Davon bekommt man kräftige Beine. Warum machen Sie das genau so wie Ihr Großvater? Ich mag es, weil es der Tradition entspricht. Weil es so weitergegeben wurde von meinem Großvater und meinem Vater. So nice when it goes up As you can see, the name is Rito. Rito. Der Name ist Rito. So nennt man Gefäße ohne Fuß und ohne Henkel. Auch das ist typisch in Töpfereien in Griechenland. Als Dekoobjekt. That for decoration. So high now. Yes, now I closed here. Wow, look at this. Für ihre Töpferwaren erhielt Familie Rodios schon viele nationale und internationale Auszeichnungen. Übrigens, erst durch den Brennvorgang wird die Keramik schwarz. Ein Parkplatz. Auch in diesem Geschäft gibt's Handarbeit. Ja, Sas. Hi. Hello. How are you? Oh, it's not. Oh, Sie sind nicht von hier. Nein. Englisch und Australisch. English and Australian. So, we take things home. Wir nehmen Dinge mit nach Hause, wir bringen Dinge zurück. So this is, Dies ist indische Baumwolle, gekauft in Thailand, kombiniert mit handgefertigten Tischdecken aus Skopelos, mit alten Stickereien. Alt und neu. Old and new. And new. Yeah. I see. And this is a Greek. These are from northern Greece. Das ist aus dem Norden Griechenlands. Andere Stücke sind aus Marokko. Dieses Stück ist aus Skopelos. Wir reisen um die Welt und sammeln Dinge, die uns begeistern.
und bringen sie hierher. Weltenbummler Danny war vor vielen Jahren zunächst als Tourist hierher gekommen. Damals hat er seine große Liebe zu dieser Insel entdeckt und ist schließlich sesshaft geworden. Wir haben Skopelos durch Zufall entdeckt. Wir kamen zu Besuch, kauften ein altes Haus und sagten, lass es uns tun. Jetzt gönne ich mir mal was Süßes. Kalimera. Ach. Oh, 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 oh. Wie das hier schon aussieht hier. Was es hier alles an süßen Dingen gibt. And Oh. here's your coffee. Perfect. I drink it like this. No. And sweet. And sweet. Yes. I try those. Oh my God. You will try those, yes. Oh, You have to. I have to. So, der Freddo Cappuccino. In vielen Gassen von Skopelos gibt es solche kleinen Cafés, wo man leckere Spezialitäten probieren kann. Eines der bekanntesten Produkte der Insel ist Tiropita. Diese Manufaktur hat sich auf das Gebäck spezialisiert. Sehr dünn muss er sein, der Blätterteig. In der Bäckerei wird die Skopelos-Spezialität am laufenden Band produziert. Maria, die Mutter des Familienunternehmens, kam vor vielen Jahren hierher und fing zusammen mit ihrem Mann an. Zunächst im Kleinen. Mittlerweile muss die ganze Familie mit ran. Die Tiropita wurden richtig gut und gingen sozusagen weg wie warme Semmel. Und so begannen wir nach und nach die Produktion. Wir haben Maschinen gekauft, wir weiteten das Geschäft aus. Und nach vielen Jahren beliefern wir jetzt ganz Skopelos, Skiathos und wir schicken sogar bis nach Athen. Traditionell wird Skopelos Tiropita mit Schafs- und Ziegenkäse gefüllt und wie eine Schnecke gerollt. Ungebacken und luftdicht verpackt wird es dann an Restaurants und Cafés und Supermärkte geliefert. Ganz schön eng und voll ist es in der kleinen Backwerkstatt der Familie. Geht man sich da nicht manchmal auch auf die Nerven? Ja, es ist okay, wenn wir den ganzen Tag zusammen sind. Es ist allerdings gut, dass jeder von uns in seinem eigenen Bereich arbeitet. Ich bin mehr hier im Backraum. Und ich liefere aus. Am Nachmittag helfe ich dann hier mit aus, wenn ich wieder reinkomme. Meine Frau ist mehr hier. Das ist gut so. Tiropita kann man hier im Laden auch zum Mitnehmen kaufen. Gebraten in Öl wird's zum knusprigen Gebäck. Auch sehr lecker, neben Füllungen wie Käse, Zwiebeln oder Spinat, die süße Variante mit Kuhmilch und Puderzucker. Der Anbau von Wein ist auf Skopelos seit der Antike bekannt und hat die Insel einst reich gemacht. Doch in den 1940er Jahren zerstörte eine Reblausepidemie alle Weinberge. In den letzten Jahren haben Einheimische wie Yannis Tsiroyannis wieder begonnen, Reben zu kultivieren für Rot- und Weißwein. Mir gefallen alle Rebsorten. Also, um es so zu sagen, jede Rebsorte ist anders, hat einen unterschiedlichen Geschmack, bringt andere Aromen hervor. Ich mache das so, wie es mir gefällt. Das ist wie beim Essen, beim Geschmack des Essens. Wenn du mich also fragst, welche Sorte gefällt mir am besten, das ist wie mit meinen Fingern. Das sind 5 und alle 5 mag ich. Die Haupternte war schon. Aus den Trauben der zweiten Ernte macht Yannis 40-prozentigen Schnaps. Tsipuro.
Schon als Kind hat ihn fasziniert, wie Wein gemacht wird. Diese Leidenschaft teilt er mit seinem Vater. Yannis zweite große Leidenschaft ist die Musik. Wir sind in der Taverne von Weinbauer Yannis. Auch Touristen sind hier herzlich willkommen. Yannis selbst spielt auf einer Bouzouki, das Soloinstrument beim Rembetiko. Die meisten Lieder handeln von alltäglichen Sorgen, vom Leben armer Leute. Der Musikstil Rembetiko entstand in den 1920er Jahren in griechischen Großstädten. Es war die Zeit, in der die Arbeiter und Flüchtlinge in den Hafenvierteln gegen ihre Unterdrückung rebellierten. Rembetiko entwickelte sich zur Musik des Untergrunds, der Heimatlosen und der Außenseiter. Einmal im Jahr findet auf Skopelos ein Rembetiko-Festival statt. Leinen los! Heute geht's wieder aufs Wasser. It's okay. Ja. You want to... Willst du es mal versuchen? Ja, klar. Wahrscheinlich muss der Fender hier rum. Und dann wird er so hier festgemacht. In here. Perfect. Wir sind auf dem Segelboot von Alexandra und Andonis Maracas. Die Geschwister bieten Tagestouren von Skopelos aus an. Wir dürfen auch mit anpacken. Jetzt heißt es Motor aus und segeln. Listen to that. Hör mal hin. Das ist das Schönste. That's the moment. Motor aus, nur Wasser und Segel und Inseln. It's soul therapy. Das ist Therapie für die Seele. Segeln kann so sein. Relaxed und manchmal ist es sehr actionreich. Action part. Yes, both. Aber das ist jetzt perfekt. It's perfect. Andonis und Alexandra sind hier schon als Kinder mit ihrem Onkel gesegelt. Und jedes Mal, sagen sie, ist der Zauber dieser Inseln anders. So friedlich. Heute wollen wir zur dritten Insel unserer Reise segeln, Alonissos. Auch dort fahren Fähren hin. Einzigartig hier der Meeresnationalpark, ein Paradies zum Schnorcheln und Tauchen.
Frühstückszeit. So, jetzt gibt's Früchte mit Joghurt und Honig. Griechischer Joghurt. Warte, bis du den Honig probierst. Er stammt von Pinienbäumen von Skopelos. Er sieht etwas dunkler aus, wie Sirup. Das ist für mich wirklich Griechenland. Yes, it is. Also, das ist ein Gedicht hier. Dieser cremige Joghurt mit Honig und das Ganze hier an Bord mit so lieben Menschen. Genieß es. Auf der Segeltour begreife ich erst richtig, warum der Name Sporaden wortwörtlich die Verstreuten heißt. An die 122 kleine und kleinste unbewohnte Inseln gehören zu den nördlichen Sporaden. Und dann taucht sie auf, die Insel Alonissos. Hoch oben thront die alte Siedlung. Der Ort wurde im Mittelalter erbaut, wegen der guten Rundumsicht über das Mittelmeer und um sich vor Piratenangriffen zu schützen. Im Bergdorf scheint ein bisschen die Zeit stehen geblieben zu sein. Vor einem Buchladencafé treffen wir Inselkenner Nikos Karakostas. Er erzählt uns von einem Ereignis aus dem Jahr 1965. Es gab damals ein Erdbeben und einige der Häuser hier wurden zerstört, nicht alle. Also mussten die Leute runter zum Hafen ziehen, ans Meer. Denn das Leben mit der ganzen Versorgung war für sie dort einfacher. Die meisten der 500 Dorfbewohner zogen damals zum Hafen, heute der Hauptort der Insel. Doch Alonissos alte Siedlung auf dem Berg wurde wiederentdeckt. Von Aussteigern, Künstlern, Touristen. In den 1970er Jahren konnten sie Grundstücke und Häuser günstig kaufen und machten daraus Ferienhäuser und Restaurants. Traumstrände gibt es auf Alonissos auch. Wir haben uns eine schöne Bucht zum Ankern ausgesucht. This is so colorful. Yes, exactly. Die Farben sind einfach fantastisch. Ist das immer so? Ja, das macht das Sonnenlicht. Die Farben sind toll. Als ob man einen Filter benutzt hätte. Kristallklar. Gehört das schon zum Schutzgebiet? Ja, wir sind hier im Meeresparkgebiet. Die Insel Alonissos gehört dazu. Jump in hier reinspringen und dann später da hinten ein bisschen schnorcheln. Ist doch ein guter Plan. Und du? Maybe. Vielleicht. Vielleicht später. Ist es zu kalt für dich heute? Absolut. Diese Temperatur ist nichts für uns. Wenn es nicht über 35 Grad ist, dann ist es nicht warm genug für uns. Also, unter 35 Grad wird hier nicht geschwommen. Aber ich natürlich schon. So I try, huh? Okay. I change. Wenn es nicht so kalt ist, komme ich auch ins Wasser. Super. Okay, let me see. It's not frozen. Es ist nicht gefroren. Du kannst also schwimmen. You can swim. Es geht ins kühle Nass. Ich glaube, es ist sehr kühl. Und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen... The moment is now. Aber schön.
Da bist du ja. Es ist nicht kalt, nur ein bisschen frisch. Willst du mal fühlen? In vielen Gebieten rund um Alonissos darf man schwimmen, schnorcheln und die Natur der Unterwasserwelt bewundern. Zum Meeresnationalpark Nördliche Sporaden gehören Alonissos und einige kleine unbewohnte Inseln. Das gesamte Areal ist 2200 Quadratkilometer groß. Das erste Meeresschutzgebiet seiner Art in Griechenland. Gegründet zum Schutz zahlreicher Pflanzen- und Tierarten. Mit etwas Glück kann man beim Schnorcheln oder Tauchen Delfinen und Wasserschildkröten begegnen. Vor allem aber wurde der Meeresnationalpark 1992 gegründet, um eine der größten Robbenarten, die vom Aussterben bedrohte Mittelmeer-Mönchsrobbe, zu schützen. Die bis zu 300 Kilo schweren und 2 Meter langen scheuen Säugetiere leben vor allem rund um die unbewohnte kleine Insel Piperi. Und ist die Unterwasserwelt jetzt stabil? Ja, es ist stabil. Denn im Meeresnationalpark herrschen strenge Regeln. Es gibt keine Überfischung. Wir erhalten diese Gebiete so, wie es von Natur aus ist. Es gibt Grenzen. Die Natur ist alles, was wir haben. Die ganze Schönheit, die ihr seht, sind die Bäume, die Farbe des Meeres. Das ist die Schönheit. Wenn wir das nicht bewahren, haben wir gar nichts. Ja. Es war so schön. Vielen Dank. Alles Gute für euch. Am letzten Tag kehren wir noch einmal zurück auf die Insel Skiathos. Griechenland ist ja berühmt für seine reiche Kultur. Auf den nördlichen Sporaden sind es neben Traumstränden und grünen Wäldern vor allem die vielen kleinen und großen Kirchen, die den Inseln einen einzigartigen Charakter geben und uns auf unserer Reise immer wieder begeistert haben. Wir sind noch einmal im Kloster Evangelistria. Marc Baunach, mit dem wir schon am Anfang unserer Reise unterwegs waren, hat uns zum Essen eingeladen. Gekocht hat seine Patentante Katerina. Die beste Köchin der Insel, behauptet Marc. Sie steht schon seit Stunden am Herd und hat heute für viele Personen gekocht. Klosterbewohner, Freunde und ein paar Besucher. Ja, Spera. Hallo. Schön, dass du da bist. Und das ist Katerina. Kamina. Katerina. Meine Patentante. Kalispera. Nice to meet you. Es duftet hier schon so lecker. Es duftet schon so schön. Ne? Ja, es duftet so. Kann ich noch was helfen? Es gibt Reis mit Meeresfrüchten, eingelegte Bohnen und vieles mehr. Guck mal, das sieht schon sehr gut aus. Ein Essen wie in der Fastenzeit, ganz ohne Fleisch. Toll, was ist das für so viele Dinge. Wahrscheinlich tagelang gekocht. Η Γεωργία θα έρθει. Ναι. Έλα και εσύ να φαινόμαστε πολύ. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Χριστέ ο Θεός ευλόγησε τη βρώση και την πόση του δούλου, του Άγιου πάντοτε νικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Das heißt guten Appetit. Yes. Guten Appetit. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja, das ist auch was Christliches. Ja. Füreinander da zu sein, zu sorgen. Zu teilen. Zu teilen. Ja, das gehört dazu. Hm. Das geht manchmal ein bisschen verloren, ne? Und Tzatziki dazu kann man auch mischen. Ne? Sie kocht jeden Sonntag für uns und immer sehr viel. Ah, really? Es gibt so einen Wettstreit zwischen uns. Oh. Es gibt einen Wettbewerb. Ganz viel Essen auf dem Teller. Ja. Und wer ist das meiste? Oder schneller? Schneller. Fast. Ah, ja. Aha. Und das Ergebnis kannst du hier sehen. Na, das Schwarz ist ja schon ganz vorteilhaft. Das ist das gute Leben. Eins ist klar, für uns ist Katharina eine der besten Köchinnen der Insel. Zwischen dem alten und neuen Hafen von Skiathos liegt die kleine Halbinsel Burzi. Ganz sporadisch gehen wir da jetzt noch hin. Früher stand dort mal eine venezianische Festung. Von hier aus wurde der Eingang zum Hafen kontrolliert und gegen Angreifer verteidigt. Auf der großen Terrasse gibt es jetzt ein Café mit Blick aufs Mittelmeer. Ist es nicht wunderschön friedlich hier? Gerade in der Nebensaison sind diese griechischen Inseln hier wirklich ein kleines Paradies. Und was mich diesmal besonders beeindruckt hat, ist diese unglaubliche Gastfreundschaft und Lebensfreude der Menschen hier. Man fühlt sich sehr, sehr herzlich willkommen. Und dazu gibt es auch so ein schönes Zitat oder eine Lebensweisheit von Demokrit, der sagt, ein Leben ohne Freunde ist wie eine weite Reise ohne Gasthäuser. In diesem Sinne, adieu und bis zum nächsten Mal.